In diesem Video erkläre ich euch, was Streaming eigentlich ist und stelle euch 3 Streamer vor, die eure alte Anlage streamingtauglich machen. Bleibt dran, wenn ihr erfahren wollt, welcher Streamer in euer Zuhause passt. Aus alt macht neu. Musikstreamen ist momentan in aller Munde. Doch nicht alle wissen, was Streaming eigentlich heißt. Mit einem Streamer kannst du eine einfach ausgestattete Anlage um Funktionen erweitern oder die angestaubte Anlage vom Dachboden deiner Eltern ins 21. Jahrhundert holen. Und die ganzen Spinnen dabei mit Musik aus den Löchern pusten. Damit wir Streaming verstehen, übersetzen wir das Wort Streaming erstmal ins Deutsche, was nichts anderes heißt als strömen oder fließen. Kurz gesagt ist Streaming nichts anderes als das Fließen von digitalen Daten von A nach B. Dies kann auf verschiedene Arten funktionieren. Mehr dazu später. Die meisten nutzen Musikstreaming-Dienste wie zum Beispiel Spotify, Tidal oder auch Apple Music. Diese Dienste haben eine riesige Auswahl von Musikern und deren Songs, die du gegen eine kleine monatliche Abogebühr unbegrenzt hören kannst. Eine richtig gute Anlage ist heute genauso wichtig wie früher, wenn du guten Klang haben willst. Es ist bloß noch eine weitere spannende Quelle neben CD- und Plattenspieler dazugekommen: der Streamer. Diese 3 Geräte, die heute hier vor mir stehen, können also diesen digitalen Datenstrom wiedergeben. Preis und natürlich auch Funktionen variieren zwischen den Geräten. Deswegen habe ich heute eine kleine Auswahl mitgebracht. Einen Bluetooth-Streamer, einen Multiroom-Streamer sowie einen Hi-Res-Multiroom-Streamer. Sie haben aber auch eins gemeinsam: Sie verfügen alle sowohl über analoge als auch digitale Ausgänge. Die analogen Ausgänge sind die rot-weißen Cinch-Ausgänge, wie es sie eigentlich schon immer gab. So kannst du die Streamer auch mit der ältesten Anlage verbinden. Wichtig, wenn du diesen Weg wählst, ist der eingebaute Digital-Analog-Wandler, der also das digitale Signal vom Streamingdienst in ein analoges Signal für deinen Verstärker wandelt. Je besser der verbaute Wandler, desto besser ist am Ende auch der Klang. Wenn deine Anlage modern genug ist und auch digitale Eingänge hat, kannst du den Koax oder den optischen Ausgang der Streamer nutzen. Für den guten Einstieg in die Streaming-Welt reicht ein hochwertiger Bluetooth-Empfänger wie unser Argon Audio BT3. Bluetooth ist vermutlich die bekannteste und verbreitetste Art zu streamen. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Streaming, sondern man sollte es als unsichtbares Kabel zwischen den 2 Geräten verstehen. Das Handy, Tablet oder auch Computer sind die Quelle und schicken per Bluetooth einen Datenstrom an den Empfänger. Das hat ein paar Vorteile, aber auch Nachteile. Der große Vorteil: alles ist blitzschnell einsatzbereit. Einfach an den Strom anschließen, an die Anlage anschließen, mit dem Handy koppeln und fertig. In der Regel nutzt das Handy dann auch den bestmöglichen verfügbaren Bluetooth-Codec. Im Falle des Argon Audio BT3 ist es der hochaufgelöste aptX HD Bluetooth Standard. Der Streamer selber braucht also keine Internetverbindung, App oder sonstigen Schnickschnack. Was einem vielleicht auffällt: er ist größer als die meisten Bluetooth-Empfänger. Aber das hat auch einen guten Grund. Im BT3 ist ein hochwertiger DAC verbaut, sodass neben den digitalen Ausgängen auch über die analogen Ausgänge das bestmögliche Signal ausgegeben wird. Auch kann man ihn als reinen Wandler zwischen digitalen und analogen Geräten nutzen. Auch ein gutes Feature: man kann mit ihm Bluetooth senden. So kannst du zum Beispiel auf Kopfhörern angeschlossene Geräte hören. Allerdings hat die Bluetooth-Übertragung auch Nachteile. Da dein Handy oder Tablet auch Quelle ist, muss es viele Aufgaben gleichzeitig erledigen. Die Musik vom Streamingdienst laden, in das richtige Bluetooth-Format verpacken und dann noch verschicken. Das ist ein erstaunlich aufwendiger Vorgang, weswegen dein Handy-Akku wahrscheinlich schneller leer sein wird. Auch verändert sich die Verbindungs- und damit Klangqualität, je weiter der Sender und der Empfänger auseinanderliegen. Wenn du also weit weg bist, kann sich die Klangqualität reduzieren oder die Verbindung im schlimmsten Fall abbrechen. Auch wird eigentlich jedes Klangsignal mit übertragen. Das heißt, deine Anlage klingelt mit, wenn du angerufen wirst. Sonos ist wohl das beliebteste und am weitest verbreitetste System, um kabellos Musik im ganzen Haus zu hören. Jeder kennt es, doch nicht jeder kennt den Sonos Port. Er ist ein kompakter und benutzerfreundlicher Streamer mit einem hochwertigen DAC und einem Koax-Ausgang. Als Netzwerk- oder Multiroom-Streamer hast du einige Vorteile gegenüber dem BT3. Auf einen Schlag bekommst du alle tollen Vorteile von WLAN-Streamern inklusive Multiroom-Unterstützung. Über die Sonos-App bringst du den Streamer bei der Einrichtung in dein heimisches Netzwerk. So kann sich der Streamer selber in bestmöglicher Qualität die Musik von Spotify und Co. selber streamen. Dein Handy oder Tablet ist so nur noch Fernbedienung und nicht mehr Quelle und Sender. Notfalls kannst du aber trotzdem noch jegliche Inhalte über AirPlay 2 an den Port streamen. Der Sonos-Port ist multiroom-fähig, das heißt, du kannst ihn noch mit weiteren Sonos-Lautsprechern in anderen Räumen deiner Wohnung erweitern. Das Coole dabei: über den analogen Eingang des Ports kannst du zum Beispiel auch einen Plattenspieler anschließen und dessen Musik in dein ganzes Sonos-System einspeisen. Bei dem Ausbau deines Multiroom-Systems sind so also keine Grenzen gesetzt. Denn Sonos bietet alles an. Von einem Streamer zu einem Streaming-Verstärker, All-in-One-Lautsprecher, Soundbass und auch Subwoofer.
Zudem ist die App von Sonos intuitiv zu nutzen und unterstützt über 100 Streamingdienste. Allerdings haben wir noch ein Gerät hier, das den Sonos-Port in einigen Punkten meiner Meinung nach schlägt. Der Bluesound Node. Dieser Streamer setzt eigentlich in allem noch einmal eine Schippe drauf. Der Digital-Analog-Wandler in diesem Streamer ist noch einmal hochwertiger und holt so noch mal mehr Details aus der Musik. Um das auch auskosten zu können, hat der Node die Möglichkeit, hochaufgelöste Dateien und Streams inklusive MQA abzuspielen. Das heißt, dass du auch Musik abspielen kannst, die über CD-Qualität produziert ist. Häufig auch Master- oder Studio-Qualität genannt. Der Node ist zwar etwas größer als die anderen Streamer, hat aber auch eine schöne Touch-Oberfläche. Hier kannst du Lautstärke, Presets, Vor- und Zurück, Start, Stopp und so weiter steuern. Mehr Anschlüsse als die beiden anderen hat er auch noch. Er verfügt über 2 Eingänge. Ein HDMI-Eingang für deinen Fernseher sowie einen optisch-analogen Kombo-Eingang für zum Beispiel Quellen wie einen Plattenspieler oder CD-Spieler. Ausgeben kann er die Signale analog über die Cinch-Ausgänge oder auch digital über den Coax, optischen oder USB-Ausgang. Wem das noch nicht reicht, der Node unterstützt auch AirPlay 2, Zwei-Wege-Bluetooth mit aptX HD und er hat einen kleinen Kopfhörerverstärker mit integriert. Bluesound ist auch hier wie Sonos ein eigenes System mit vielen Geräten, Gerätetypen und eigener App. Und das Schöne dabei, vom kleinsten All-in-One-Lautsprecher bis zum größten High-End-Verstärker unterstützen alle Hi-Res. Wir bei HiFi Klubben sind überzeugt von den Bluesound-Geräten. Denn bei allen Gerätegrößen und Geräteklassen bringen sie klanglich und funktional immer ein bisschen mehr mit als ihre Mitbewerber. Wenn auch gegen einen bisschen höheren Preis. Sie sollen Platte und Co. nicht zwangsweise ablösen, aber sie bringen viele moderne Features für den Musikgenuss. Streamer sind daher eigentlich ein Muss für Musikliebhaber, die das Beste aus allen Welten suchen. Auch wenn der Einstieg in die Streaming-Welt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen überwältigen wird, komm einfach in deine nächste HiFi-Klubben-Filiale vorbei. Wir erklären dir bei einer Tasse Kaffee alles, was du zum Thema Streaming wissen willst und welcher Streamer zu dir passt. So holst du deine Anlage aus der Antike in die Gegenwart. Oder vielleicht auch in die Zukunft.